So, wir sind auf dem Weg zu Miss Fontaine. Allerdings habe ich auch noch einen Fähigkeitenpunkt. Und jetzt kann man sich das Ganze mal anschauen. Hier sieht man ja noch dieses kriegerische, magische und strategische. Also hier werden Schusswaffen fallen, göttlicher Magiering, Stasis, schwere Einhandwaffen und Einhandklingenwaffen. Ich könnte also mir jetzt auch mal Einhandklingenwaffen weiter verbessern, um da stärkere Waffen dann noch tragen zu können. Könnte mich im Bereich Schusswaffen verbessern. Kann ich wahrscheinlich dann irgendwann auch Gewehre oder sowas tragen. Oh, Bombe. Bereich Fallen. Das ist das, was mich jetzt gerade mal wirklich mal interessiert, weil hier gibt es den Punkt schnelle Fallen. Ermöglicht das sofortige Aufstellen von Fallen auf dem Boden während des Ausweichens. Das nehmen wir mal mit. Und da bin ich mal gespannt, wie das funktioniert. Aber jetzt gehen wir erstmal weiter zu Miss Fontaine. Da war eine Ratte. So, Platz da, Platz da, Platz da. Ich will durch. Weiche ich nicht nach links aus, wenn ich links vorbei will. So, dann sprechen wir mal wieder mit der guten Dame. Oh, was liegt denn hier rum? An das Dienstmädchen gerichteter Brief. Alice, ich möchte, dass du mehrere Mahlzeiten zubereitest und sie in die Lagerhäuser bringst, die wir am Kanal besitzen. Mein Mann wird dort für ein paar Tage mit seinem Angestellten und seinen Männern arbeiten. Deshalb kümmere dich darum, dass es genug Essen für alle gibt. Und sei diskret. Wir wollen nicht, dass andere Familien erfahren, was vor sich geht. Sehr diskret. Ich habe den Brief gefunden. Also Lagerhäuser, die sie am Kanal This besitzen. document mentions another property, a warehouse. That would be a great place to hide. Shall we take a peek? Aber erstmal werden wir vielleicht nochmal mit der Dame sprechen. Falls sie noch mit uns spricht. Excuse me, madam, but I haven't quite finished my inquiry yet. If you would be so courteous, I would like you to leave. I have told you all that I have to say. With respect, my lady. Okay. Sie will mir also nicht mehr zuhören. Vielleicht kennt sie den Vertrag auch. Heißt ja nicht, dass sie nicht damit involviert ist. Dann schauen wir mal wieder auf die Karte. Die haben Lagerhäuser. Das hier hinten sind die Lagerhäuser der Fontaine-Familie. Und hier ist auch die Kaserne der Groschengarde. Das geht jetzt alles nach hinten. Also werden wir einfach mal den Weg nach hinten antreten. Da muss ich sowieso auch noch dort mit rein. Das läuft doch. Gehen wir direkt jetzt in die Richtung weiter. Vielleicht finden wir auch noch ein paar schöne Kisten. Was vielleicht auch mal gut wäre auch mal ein Händler. Haben wir sowas hier auch? Das ist eine Schenke. Das sind Leute, mit denen man sprechen kann. Jetzt direkt ein Händler. Da habe ich was gesehen. Da habe ich was gesehen. Was ist das? Eine Kiste. Die steht einfach hier so rum. Wenn das hier so rumsteht, dann nehme ich es einfach mit. Also, die wollt keiner haben, dann nehme ich das mit. So, hier Obst brauchen wir nicht. Hier brennt es. Also kalt wird es hier nicht. Und es brennt nicht gerade wenig. Ach so, das ist ein Scheiterhaufen. Ach so ist das. Die verbrennen also die ganzen Greetings, Your Excellency. Leichen. Aber das ist verständlich. Was haben wir hier? Ach so, da kommen wir wieder hierhin zurück. Aber hier haben wir vielleicht auch noch ein paar Sachen. Hier liegt was. Sammeln. Rausgerissene Tagebuchseite. Meine Schmerzen werden immer schlimmer. Meine Eingeweide brennen. Es wird immer schwieriger für mich, den Laden zu führen. An manchen Abenden kann ich meine Beine nicht mehr spüren. Es ist, als wären sie zu Eis geworden. Es besteht kein Zweifel mehr. Der Malikor hat mich erwischt. Wie so viele andere auch. Heute hatte ich so wenig Kraft, dass ich nicht einmal die Straße überqueren konnte, um zu meinem Laden zu gelangen. Aber wer braucht schon noch Bücher, wenn ohnehin alle sterben? Ich kann mich nur noch
in die kleine Apotheke schleppen, die sie hinter der Kaserne errichtet haben, und hoffen, dass sie meine Leiden dort lindern können. Ja, die Malikur klingt wirklich so wie Pest. So wie auch in der allerersten Folge war ja jemand mit so einer Pestmaske. Aber ich glaube nicht, dass es hier jetzt... aber hier war ich noch nie. Ich schau mal an. Hier noch irgendwas kriegen kann. Ich hoffe mal, dass es die nicht gleich Gegner sind. Nein, sind es nicht. Gut. Sind es nämlich manchmal auch keine Betrunkenen, also das sind wirklich Tote. Das sind einfach Tote, die jetzt natürlich hier rumliegen. Ich würde ja schon mal interessieren, was das genau für eine... I believe I've seen you at the palace. Are you one of the prince's relatives? Was das für eine Krankheit ist. Ich trage zu viel Gewicht, um zu sprinten. Okay, ich müsste wirklich mal sehen, wie ich was verkaufen kann. Das wäre schon mal von Vorteil. Weil ich kann dadurch jetzt auch nicht mehr sprinten. Und genau, hier sind wir vom Owner. Der ist nämlich nicht mit dem Wagen wahrscheinlich gestürzt, sondern der ist auch an dieser Krankheit erkrankt. Gehen wir jetzt mal wieder hier rum. Gehen wir hier runter. Also das nächste, was ich machen werde, ist erst einmal zu versuchen, einen Händler zu finden. Da habe ich ehrlich gesagt keinen blassen Schimmer, wo dieses sein könnte. Oh, hello, Your Excellency. It is an honor. Jetzt sind wir hier wieder am Kanal. Da ist noch eine Kiste. Das ist die Kiste, ja stimmt, das ist die Kiste, die ich vorhin gesehen habe. Und auf der anderen Seite von der Schatzkiste. Immer alles mit. Munition können wir immer gebrauchen hier. Da funkelt's auch. Alles mitnehmen. Weil vom Gewicht her könnte es langsam... Oh. Ich bin völlig überladen. Sagen wir es mal so. Völlig überladen. Daher wäre, wie schon gesagt, jetzt mal ein Händler sehr von Vorteil. Botschafterbrücken. So, gehen wir hier lang. Haben wir hier oben noch was? Gut, dann gehen wir hier rein. Vielleicht kann man mit dem auch handeln. Hallo, Botschafter. Sein. Your Excellency. Lord de Sade, I have been told that you were named legate. Congratulations. Those are great responsibilities for someone as young as yourself. But you will bring honor upon your family and the congregation. Of that I'm certain. I thank you, Excellency. I've come here to inform you of our departure for Tirfredi. My cousin Constantine is about to take up office as governor of New Serene, and I'm accompanying him. I had no idea you would be leaving so quickly. What a shame. I had thought... Well, then, that is a pity. Have a pleasant voyage. A brilliant future awaits you. They say that it is a marvelous island. Please convey to your cousin my congratulations and sincere wishes for success. You seem slightly hesitant. Please, tell me what troubles you. A rather unscrupulous individual has been sowing trouble in Serene. A charlatan passing himself off as an alchemist. Do people actually give credence to these lies? Alas, yes. They snatch up his celebrated panacea. Remedies worse than the ill, believe me. As you can well imagine, alchemists are our pride. This vulgar trickster casts dirt upon their reputation and our own at the same time. In any city of the Bridge Alliance, we would have arrested him. But here, we respect your laws. I shall see what I can do, but make no promises. My departure is imminent. I thank you, Excellency. And I am pleased to see you have taken so well to your new functions of diplomacy. The man operates in the city center.
He is said to be clever and mean. Be careful. Das ist bestimmt der Marktschreier, den wir schon gesehen haben. In vielen Gläsern dort. Da werden wir nochmal hinkommen. Jetzt gehen wir die Historiker, die wir da im Lagerraum gefunden haben, sehen, ob er ihnen helfen kann. I would like to talk to you about a rather delicate matter. I am listening. A couple of historians have made a recent discovery concerning Matthäus, the founder of the mythical Teleme. And it seems that this is not to the liking of the illuminated, or at least his more fervent subjects. These sinister hypocrites are going to want to burn them at the stake. Without a doubt. And that's why these poor people are begging you to offer them asylum. I would volunteer and consent to take them under my protection. But one good deed deserves another. You would like me to first take care of your charlatan? You will certainly prove to be an excellent legate. Okay, was kann man denn noch fragen? Fragen wir mal was über die Brückenallianz. Would you be so kind as to tell me what you know about the Bridge Alliance? With pleasure. A legate needs to know the history and strengths of his allies. The alliance was sealed by several nations of the Bridge around 200 years ago. The greatest of our cities, Al-Sad, became the capital, and a council formed from the different nations now rules. This union was originally put into place to better resist the appetites for conquering our neighbors. But our ancestors quickly realized that the union had also strengthened us economically and culturally. And of course, exchanges in knowledge were strongly encouraged from the outset. Today, it is by no means an overstatement to claim that the Bridge Alliance leads our world in science and exploration. Each day, we push the limits of our understanding further in each and every domain. Could you give me your understanding of the relations between the congregation and the bridge? Our relations hang essentially on the quality of our trade and commerce. The exchanges are very profitable, especially on the cultural front. I will not hide from you that we have hoped you would join our number for quite some time. But your princes insist on maintaining a neutral stance between the congregation and the other nations on the continent. It is by all means a respectable position, even if it means you also trade with our enemies. So, jetzt fragen wir noch was über die Insel. The Bridge Alliance has been on Tier 3D for much longer than we have. What can you tell me? It is true that we founded Hikmet, our newest city, around 15 years ago now. Alas, I haven't been able to go there myself. I can only tell you what others have reported to me. It is a luxurious island. An enormous dead volcano thrones in its center. The vegetation is extremely varied, and the fauna wondrous. We discovered animals that we had never ever seen before. Some are bigger than houses. But they're not the only occupants of the island. A savage and crude people also live there, who speak an incomprehensible language. But you shall discover all of this for yourself soon enough. Also es gibt noch ein weiteres Volk auf der Insel. And what of your war with Teleme? It has been dragging on. In fact, it has been dragging on for years. It is madness. If those bigots hadn't gotten it in their heads to convert the entire continent, we wouldn't be in this situation. But that's the way of the world. We shall not waver, whether here or on Tier 3D. Have you been fighting battles there as well? From what I've been told, Teleme has wisely and tastefully built their colony far from our city. Direct conflicts are in fact quite rare. But one day they will inevitably take place. Also, wie wir schon wissen, da gibt es halt schon ein paar Komplikationen. Sprechen wir nochmal über die Historiker. Did you reconsider the request for asylum for the historians that I spoke to you about? I believe I already told you that the affair would be taken care of as soon as you had taken care of mine.
Ja, stimmt, das hat er gesagt. Ich dachte, da kommt noch I was need to be anderes. going. Goodbye, Excellency. Goodbye, Lord de Sade. Also, Hello, sir. interessant. Gehen wir doch raus. Jetzt haben wir mit dem gesprochen und wir sollen uns um eine Kleinigkeit kümmern. Finde den Quacksalber. Genau, das war hier. Botschaft, Haus der Fontaine-Familie, das ist ganz normal das Lagerhaus, Gefängnis, dann das Hafenamt. Ist auch ein Lagerhaus. Ist ein Lagerraum, Verbrecherunterschlupf, genau, da ist dann mit Konstantin. Jetzt müssen wir einfach mal sehen. Weiterkommen. Wo es dann noch so hingeht. Hier geht's nicht weiter. Jetzt hier rein? Nein. Schauen wir mal hier lang. Ja, schön sieht's nicht aus. Am besten wirklich jede Leiche nochmal genau umdrehen, ne? Alles ganz genau ansehen. Es könnten wir ja nichts hier übersehen. Mit dem Passanten sprechen, der hat wahrscheinlich auch nichts zu Have a sagen. nice day, sire. Nee, dem alle nichts zu sagen. I'm sorry, I'm afraid that I won't make Sind alles nur Passanten. Hier geht's noch hinter. Haben wir auch noch was gefunden. Aber hier geht es dann nicht weiter. Aber ich kann hier außen lang. Ah, kann ich nicht. Geh weg, Kurt. Denn hier kommt Kurt. So, wir sind jetzt hier angekommen. Das war das mit der Fontaine-Familie. Hier ist ein Händler, stimmt. Da ist der Händler. Erstmal zum Händler. Ich brauche unbedingt den Händler. Ich muss Dinge loswerden. Ah. Hallo Händler. Welcome. It's such a pleasure to see you again. Have you seen anything to your liking? What might I help you with? Ich möchte verkaufen. Genau. So, den rostigen Zweihänder. Genau, verkaufen. Kaufen. So. Gesegnete Ring. Alles verkaufen. Das behalten wir erstmal. Könnte man ja später noch gebrauchen. Rüstung habe ich auch jede Menge. 3 Spitz hier, das kann weg. Turban kann weg. Kann man das hier auch mit Enter bestätigen? Ja, geht auch mit Enter, gut. Den habe ich angelegt, so. Dann geht das Ganze doch viel schneller. Damit wir hier mal ein bisschen was loswerden. Schon geht nämlich hier alles, dann kann ich auch wieder sprinten. Und dann Kette, da haben wir alles. Das haben wir eigentlich schon genug. Das sind ja alles Heiltränke, Munition, magische Fallen. Kann ja sein, das brauchen wir alles noch. Thank you for your visit. See you soon. So, da haben wir wieder ein bisschen was verkauft und haben dadurch auch einiges an Geld bekommen. Aber wir können ja auch gleich mal schauen, was man so Welcome. It's kaufen such a kann. pleasure to see you again. Have you seen anything to your liking? What might I help you with? Direkt mal schauen. Kaufen. Rostiger sind Streitkolben. Schwere Einhandwaffe. Schwere Zweihandwaffe. Altes stumpfes Florett. Das sind doch... Altes verziertes Breitschwert. Ja, das sind einige Sachen, die ich auch gerade eben verkauft habe. Naja. Gesäumter Umhang der Nauten.
Kostet 103. Dann hätte ich noch einen Umhang. Sieht doch elegant aus, ne? Okay, den kaufen wir jetzt einfach mal. Genau so. Jetzt habe ich noch einen Umhang dran. Der weht. Oh, ist der schön. Da war doch was, da war doch was. Ich habe ja was gesehen. Das habe ich gesehen. Gleich mal weiter sammeln. So, jetzt können wir wieder gucken, wo wir denn noch hin wollen. Wir können direkt geradeaus weitergehen. Da ist nämlich dieser Quacksalber. Der war doch hier vorne gleich irgendwo. Nämlich hier. Ich glaube hier hoch und dann ist der schon da. Hallo. Citizens, I present to you Panacea, the absolute cure of everything. Toothache, stomach ailment, and even an open wound. This potion heals all of that. And more still, this little phial is the product of years of research and intensive labor. I hear you asking if this remedy can heal one from the Malachor. Alas, not yet. But your question is legitimate. I am so close to finding the cure. But the Malachor isn't the only ailment causing you to suffer. Not true? Then don't miss out on this chance and give yourself a healthy and energized life. Rejoice! A phial only costs a few coins, and well worth it to make your life shiny and new again. Does it really heal everything, your potion? Everything. Absolutely everything. Except the Malachor, of course. That being said, it is known that those in top health resist the Malachor best of all. Then don't throw away this chance. Think of all the pains that this potion could help you avoid. You are right. It's a deal. I'm gonna take two. There's a man that knows a good deal when he sees one. Hurry now. There won't be enough for everyone. There he is. He's our man, no doubt. His speech is well polished. I even feel like buying some. And if we had a word with him, I wonder if he'll serve us the same routine. Dann sprechen wir mal mit ihm, ne? Also das, was er alles versprochen hat, kann man sich das wirklich vorstellen? Ich glaube, wenn man so in Not ist, glaube ich schon, dass man dann sagt, ach, die Münzen gebe ich aus. Also, mal reden kann er. Jetzt redet er mit uns. Also mit mir. Ah, you're finally tempted. In all honesty, I haven't made up my mind yet. I want to be certain that I'm not dealing with a charlatan. In this day and age, I can't blame you. What might I do to convince you? Ich frage mal nach den Nebenwirkungen. Are there any nasty side effects with this remedy of yours? There are none. You will feel nothing but an intense sense of well-being. Okay, jetzt, ja, demonstrier's doch mal. Sauf so Ding doch mal selber, nein. Will you drink one of your potions to prove your good faith? Of course. I take a little sip every morning. But as I'm in perfect health, you won't be able to verify the improvement in my condition. But if it helps you make up your mind, give me just a moment. There now. As you see, I am still in excellent condition. Come on now, I swear you take that vial out of your pocket. Nothing proves that it's the same potion that you sell to your clients. As a man of science, I consider skepticism a remarkable quality. But in your case, it is not skepticism, but blindness. We need to steal one of these potions and force him to drink it. Brilliant idea, Kurt. Let's take a look at his cart. Okay, wir sollen jetzt also einen Trank klauen. Muss man da irgendwie jetzt hinter das Gebäude? Da, wo wir schon mal drin waren? Waren doch hier hinten.
So, Brief vom Wirt an das Dienstmädchen. Luise, der merkwürdige Alchemist der Allianz, der oben einen Raum gemietet hat, bat uns ausdrücklich, ihn während seines Aufenthalts nicht zu reinigen. Dieser alte Narr will vermutlich vermeiden, dass wir versehentlich seine Fiolen zerbrechen oder was auch immer. Also kümmere dich nicht um seinen Dreck. Der Kunde bekommt, was immer er will. Es soll ihn also niemand stören. Ich habe jetzt das Gegengift. Okay, dann gehen wir wieder vor. Und werden wieder mit ihm sprechen. Have you finally made up your mind? So, dann zeigen wir mal das Heilmittel, das er verkauft. I happen to have a vial of your medicine. Would you be willing to drink it in front of us? To prove that there is no risk? This bullying is trying my patience. I'm beginning to suspect that you might be working for a rival. You refuse to taste it? You might have put something in it to cause me harm or further disgrace. No, look. The vial is still sealed. It comes straight from your stock. And you dare challenge me when you have just admitted to being a thief? Come now. You can see for yourself that I'm gladly returning your vial, so that you might drink it in front of witnesses. This might help to dissipate my doubts, as well as those of these brave folk. Yes, no, You don't have the right! Damnation. He got away. He can't have gone far. Find him before his head ends up on a spike. Think back to the note that we found. We need to take a look at the tavern. He won't leave the city without his belongings. Ist auch interessant, ne? Der ist da jetzt einfach... Hat er sich jetzt in Luft aufgelöst? Also... Anstatt direkt hinterher zu rennen, war er plötzlich weg. Einmal so in die Schenke gerannt. Geh mal hinterher. So, rein. Wo bist du? Wo bist du? Er wollte ja ein Zimmer oben haben. Ja, man weiß nicht knacken, wenn wir jetzt mal nicht hier im Wirtshaus was aufbrechen. Jetzt gehen wir hier einfach mal hoch. Der Quacksalber. Sind Sie da? Was haben wir denn hier noch? Lagerschlüssel des Wirts. Ah. Geht's hier auch rein? Hier geht's rein und hier vorne geht's rein. Gehen wir hier mal rein. Da ist er ja. Da ist ja unser Quacksalber. Hallo. You again? What are you doing in my room? I'm not the only one that has found you. Have you seen the mob that is gathering in the street? I'm neither deaf nor blind. By the spheres. Why didn't I leave the city while there was still time? The Alliance ambassador is quite unsettled by your commerce, and he is the one who sent me. Sahin. Him again. Ruining my career wasn't enough for him. He's the very reason I had to leave the Alliance. And here I am, playing the part of the potion maker. Me, who was once a respected member of the Academy of Al-Sad. Also er sagt jetzt, dass er selber Mitglied der Brückenallianz war. Dort wahrscheinlich ein angesehener Alchemist, wurde rausgeschmissen und macht sich jetzt selbstständig. Kann natürlich sein. Aber das ist ja schon nicht komisch, dass er auf die Art und Weise versucht, die Getränke zu verkaufen. Frag mal. Dr. Sahin warned me that you were an imposter. That doesn't surprise me coming from him. I was a master alchemist. I understand if you don't believe me after all that, but I have a number of documents to prove it. I would still be one if Sahin hadn't set up a chain of machinations to disgrace me. Dann fragen wir mal nach seines Obsession. Why does Sahin bear you such hatred? I was unfortunate enough to oppose certain great minds of the Academy, to criticize their methodology. I saw them inflicting torture on sick prisoners, making them drink the most vile poisons to find a remedy to the malachor
they won't hesitate to kill. I could not keep my silence. It is for an act of courage that you fell from grace and earned Sahin's hatred. Okay, dann brauchen wir jetzt noch den Trinken. Are you not ashamed to have poisoned those poor souls? These potions are not harmful. That is to say that they don't contain any harmful ingredients. But you could just as easily produce real healing potions. So why don't you? You don't understand. I fled, but I haven't put a stop to my own research. This potion is an attempt to create in those who drink it a resistance to the Malachor. So you manipulate people to use as experimental fodder. That is completely unethical. I don't have a choice, but it does not harm them, I assure you. If this potion were inoffensive, then why wouldn't you drink it when I offered it to you? I ran tests on myself for such a long time that I ended up becoming intolerant to it. A small sip of this mixture provokes in me now a violent reaction. I mean, the mob would have been furious in any case, but a normal dose, I assure you, is without risk. Your methods don't seem so different than those of your colleagues. I don't torture people. And this potion only has side effects in high doses. Perhaps, but you're hurting innocents. I cannot let your commerce continue. So, what are you going to do with me, sir? Jetzt könnten wir ihn verhaften. Dann wäre es auf jeden Fall für Sahin gut und dann für die Flüchtlinge. Oder wir helfen ihm, die Stadt zu verlassen. Ist er nun ehrlich oder nicht ehrlich? Irgendwie glaube ich ihm seine Story. Ich wäre wahrscheinlich am besten. Ich werde ihm helfen, die Stadt zu verlassen. Vielleicht wird er mir dann sogar später auf der Insel helfen und kann mir dadurch vielleicht sogar starke Tränke brauen. Dann muss ich sie nicht selber herstellen. Nehmen wir das. I'm going to help you leave the city, but you must promise never to return. I swear it. Very well then. I need to first get you away from those who want to see you hanged. If we can't find a way to sneak out of here discreetly, we will have to confront the populace. I haven't lost hope that I'll be able to help them hear reason. It would be better if I remain hidden while waiting. So, also muss ich jetzt versuchen, die Meute irgendwie zur Ruhe zu kriegen. So, ja, und noch einen Brief von einem Alchemisten aus Assad. Mein teurer Arif, es tut mir leid zu erfahren, dass du nicht den Frieden gefunden hast, den du dir in Seren erhofft hast. Seit deiner Abreise ist die Situation in der Akademie beklagenswert. Diejenigen, die du angeklagt hast, verhalten sich jetzt so, als ob die Regeln nicht für sie gelten würden, und sie führen regelmäßig fragwürdige Experimente durch. Der Rest von uns kann nichts anderes tun, als sich unauffällig zu verhalten. Ich hoffe aufrichtig, dass du irgendwann einen Ort erreichst, an dem du endlich Frieden finden wirst. Dein Freund. Das könnte die Bestätigung des Ganzen sein. So, ich muss jetzt draußen eine wütende Meute beruhigen. Hier hinten war noch ein Raum, in dem wir auch noch rein können. Schauen wir da mal noch rein. Weil wir immer sowieso hier oben sind. Schauen wir nach, was es hier oben noch so gibt. Wer weiß, für was wir das alles mal noch gebrauchen können. Und wie das jetzt mit der wütenden Meute, die vor der Tür steht, weitergeht, das sehen wir in der nächsten Folge. Und bis dahin mögen die Hirne stets nach oben ragen.